Guten Morgen, Frau Schlangen. Guten Morgen. Ja, wir sind soweit endlich. Bitte stellen Sie mal vor und erzählen uns ein bisschen etwas über Ihre Aufgabe hier in der JVA Bremen. Okay, mein Name ist Kim Schlang. Ich bin 43 Jahre alt und arbeite jetzt im 19. Jahr in der JVA Bremen. Habe gestartet als Justizvollzugsbedienstete, habe dann ein duales Studium gemacht nach 5 Jahren und bin seit 10 Jahren in der Leitungsfunktion unterwegs, seit 10 Jahren als Abteilungsleiterin im geschlossenen Männervollzug und seit Mitte letzten Jahres zusammen mit einem Kollegen als Familienbeauftragte angestellt. Ja, wunderbar. Und hier sind wir in diese Familienräumlichkeiten. Warum ist das denn diese aufrechthalten familiäre Beziehung zum Partnerin und zu den Kindern für die Wiedereingliederung eines Inhaftierten dann wichtig? Also der Resozialisierungsgedanke entsprang hier in Bremen immer daraus, dass man gesagt hat, wenn soziale Kontakte vorliegen, ist das schon mal ein großer Schritt zur Resozialisierung. Die müssen aber auch gefördert werden, damit die weiter vorliegen. Warum müssen die vorliegen? Das ist eigentlich das ganz Normale, was wir draußen haben. Soziale Interaktion, jemand, der da ist, der für Probleme bereitsteht, jemand, der die Sorgen und Nöte auch mitteilt. Ja, genau. Und das versuchen Sie dann hier in der JVA Bremen zu fördern. Dann, warum hat sich dann die JVA für diese wunderbare Pico-Maskottchen entschieden? Also erstmal müssen Sie dann bestimmt diese Pico vorstellen. Pico, genau. Unser Pico, den man ja in dem Film jetzt schon ein paar Mal gesehen hat und hier auch an den Wänden sieht in verschiedenen Variationen, ist entstanden aus einer Idee mit der Anstaltsleitung. Ich wollte ein Maskottchen, um den gesamten Eingangs- und Besuchsbereich kinderfreundlicher zu gestalten, weil mir das alles zu grau in grau war. Bin zur Anstaltsleitung gegangen und dann haben wir zusammen überlegt und dann sind wir auf einen Pinguin gekommen, auch um die Verbindung zu Bremerhaven zu halten, weil da ganz lange ein Königspinguin im Zoo am Meer gewohnt hat. Genau, haben uns dann für den Pinguin entschieden. Der wurde von einem Bediensteten gezeichnet. Und die Bediensteten von der Pforte, aus dem Besuchsbereich und aus der Revision, also aus der Kontrollabteilung, die haben im Rahmen einer Fortbildung zusammen den Namen erschaffen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und diese kleinen Füße, die überall den Weg zeigten. Genau, der Grund für Pico und auch die Pinguinfüße ist ein ganz einfacher. Studien haben gezeigt, dass man dadurch den Blick der Kinder lenken kann, wenn sie eben etwas Kindgerechtes sehen und sich auf etwas fokussieren können und damit den Blick von den Gittern, den Uniformen, den Schlüsseln wegnehmen. Also um für die Kinder den Besuch angenehmer zu gestalten. Hallo und willkommen in der JVA Bremen. Du besuchst heute Mama oder Papa und ich gehe mit dir zusammen den Weg entlang. Hier ist der Wartebereich. Hier wartest du mit deinem anderen Elternteil oder deinem Angehörigen, bis du weitergehst in unseren Kontrollraum. Dann musst du einmal durch einen Kontrollbogen durchgehen. Und dann geht es auch schon weiter Richtung Wartebereich.
Und jetzt bist du im Familienbesuchsraum, wo du ganz viele von unseren Pinguinen sehen kannst. Sie haben schon ein bisschen über diese Fortbildung gesprochen. Welche zusätzliche Fähigkeiten und Kompetenzen benötigen dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Kontakt zu den Familien der Inhaftierten dann haben? Ja, sie sollten schon, also wenn ich von Familien spreche, spreche ich immer von Kindern. Sie sollten schon auf Augenhöhe mit den Kindern agieren können. Also dazu gehören ganz einfache Sachen wie, wenn ich mit dem Kind rede, vielleicht auch mal in die Hocke gehen. Was ein Bediensteter, der sonst im Kontrollteam eingesetzt ist, eigentlich nicht tut. Also einfach mal über den Tellerrand hinaus gucken und viele von uns sind selber Eltern, überlegen, wie man zu Hause mit seinem Kind umgeht. Also die Kinder, die hierher kommen, sind in extrem belasteten Situationen und dann kann man ihnen den Besuch aber so angenehm wie möglich gestalten. Ja, ist das gut angekommen dann, diese Fortbildung, dass hier in der JVA Bremen stattgefunden hat? Ja, doch. Also die Kollegen waren alle mit Feuereifer dabei. Es ist natürlich auch viel Rechtliches erklärt worden, um einfach mal den Rahmen zu stecken, wofür macht man das. Also weil das ganze Thema wird nicht für die Gefangenen gemacht. Das ist ein Thema für die Kinder in erster Linie. Also es ist ein Kinderrecht, zu beiden Elternteilen regelmäßig Kontakt zu haben. Das wurde erstmal erklärt und dann ging es eben auch darum, wie kann ich am besten mit Kindern umgehen, wie ist der Umgang sensibel genug mit den Kindern, ohne meinen Job völlig zu verlieren. Also es kam schon gut an und wir waren über 20 Leute in der Fortbildung und wir sind da rausgegangen und alle haben gesagt, okay, Sie sind schlauer als zuvor, Sie haben was dazugelernt. Ja, wunderbar. Das freut mich zu hören. Also dann ist es schon ein halbes Jahr her oder schon länger. Haben Sie oder habt ihr dann welche Vorteile schon gesehen, dass eine Schulung für die Mitarbeiterinnen in JVA Bremen in diesem Bereich ergeben? Also für die Mitarbeiter selbst, aber auch für die Inhaftierten, die Familien und weiter. Ja, also die Mitarbeiter berichten, dass sie dem Thema jetzt offener gegenüberstehen und das ist ja schon mal der erste Schritt. Ich glaube, mit der Einführung von Pico ist das auch alles nochmal ans Laufen gekommen. Jetzt haben wir diesen wunderschönen Besuchsraum, der gestaltet wurde. Es wird noch neues Spielzeug angeschafft, es ist schon bestellt, wir warten nur, dass es kommt. Die Pinguinfüße, die Kollegen haben sich selber mittlerweile Pinguine ausgedruckt und an ihre Spins gehangen. Also das Thema ist einfach jetzt implantiert worden und jetzt geht es so ein bisschen seinen Weg. Für die Kinder ist es ein großer Vorteil, das berichten mir die Väter vor allem, also mit denen stehen wir ja in Kontakt, die sagen, dass der Besuch deutlich angenehmer ist, dass die Kontrollsituation für die Kinder angenehmer geworden ist, dass sie eben, ja, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet jetzt. Ja, das ist wirklich schönes Feedback zu haben für die ersten Besucher, also für die Besucher, die schon stattgefunden haben. Dann eine allerletzte Frage wäre dann, ihr seid so weit gekommen in der JVA Bremen. Welche Fortbildungsmaßnahmen oder Kompetenzen oder Fähigkeiten brauchen Sie noch als nächster Schritt? Um das Thema weiter voranzubringen. Genau. Also definitiv müssen Fachdienste mitgeschult werden. Also es muss ein Austausch stattfinden zwischen den Fachdiensten, auch mit anderen Bundesländern zum Beispiel, wo es einfach um den Umgang mit Familie im Gefängnis geht. Also mir fällt ganz viel ein. Der Stationsdienst kann da drin geschult werden. Erstmal ist es tatsächlich ein Thema, ein Umdenken zu fördern bei vielen, nicht bei allen. Es gibt viele, die schon verstanden haben, was das Thema ist, aber es sollte ein Umdenken stattfinden. Das Kind ist nicht mit inhaftiert, aber es mit bestraft und es kann da nichts für. Und selbst wenn der Vater hier in Haft vielleicht mal missbaut und man sagt, okay, ist nicht der netteste Gefangene, deswegen ist er trotzdem immer noch ein Vater, der Kontakt zu seinem Kind hält. Und dem Kind ist das egal, ob der ein Handy hatte oder ob irgendwas bei ihm gefunden wurde. Und ich glaube, dieses Umdenken muss man als erstes fördern. Dass alle wissen, wofür tue ich das und was ist der Nutzen dann auch für alle am Ende. Ja, das ist auch nicht leicht. Nee, es ist ein täglicher Kampf. Das glaube ich. Das glaube ich. Allerletzte Gedanken von Ihnen? Oder?
Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Vielen, vielen Dank. Okay, bitteschön. Ja.